Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Heute machen wir eine richtige Leckerei. Wir machen heute Reisschokolade und wisst ihr was? Das Ganze ist total einfach. Wir brauchen nur 4 Zutaten. Das ist alles und welche das sind, zeige ich dir in diesem Video, wenn du dran bleibst. Für die Reisschokolade brauchen wir 4 Zutaten. Ich habe hier 200 Gramm Block- oder Kochschokolade, sowie 50 Gramm Butter, ein Tütchen Vanillinzucker sowie 50 Gramm Puffreis. Als erstes wird die Blockschokolade mit einem Messer geraspelt. Das machen wir einfach aus dem Grund, damit sich die Schokolade später besser schmelzen lässt. Für das Wasserbad erhitze ich Wasser in einen kleinen Topf. Warte kurz, bis das Wasser aufgekocht ist. Setze den Siedetopf drauf, schalte den Herd aus und nehme den Topf vom Herd. Und jetzt gebe ich die Zutaten hinzu. Wir fangen an mit der Schokolade. Dann die Butter, die habe ich in kleine Stückchen geschnitten, verteile das Ganze etwas. Dann tue ich den Zucker hinzu, rühre alles schön gleichmäßig um. Wichtig ist, dass ihr das schön langsam macht. In dem Wasserbad wird die Schokolade erhitzt, schmilzt langsam. Und wenn ihr eine schöne cremige Masse habt, die Schokolade hat einen idealen Schmelzpunkt von 45 Grad etwa. Nutzt einen Küchenthermometer, wenn ihr mögt. Und dann fügen wir den Puffreis hinzu. Und rühre diesen langsam ein. Nachdem die Masse gut miteinander vermischt wurde, ist es Zeit, die Reisschokolade abzufüllen. Ich nutze dafür am liebsten so eine Silikonform und einen ganz einfachen Löffel. Damit nehme ich etwas von der Masse und tue sie gleichmäßig in die Silikonform hinein. Wenn ihr keine Silikonform zu Hause haben solltet, ist das auch kein Problem. Nehmt eine ganz normale Auflaufform, kleidet diese mit Backpapier aus und verteilt die Reisschokolade schön gleichmäßig darin und lasst das Ganze abkühlen und es wird genauso gut. Zum Schluss decke ich die Reisschokolade mit etwas Backpapier ab und stelle sie für ungefähr 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die in Ruhe erkalten und fest werden kann. Jetzt zeige ich dir noch, wie man Schokolade richtig schmilzt. Das macht man in einem Wasserbad. Dazu brauchst du nicht viel. Alles, was wir brauchen, ist ein kleiner Topf. In den Topf gieße ich etwas Wasser hinein. Nicht viel, etwa 1 cm. Gerade so viel, dass der Topfboden mit Wasser bedeckt ist. Und dann setze ich den Siedetopf drauf. Und wenn ihr keinen Siedetopf haben solltet, ist das auch nicht weiter schlimm.
Dann nehmt ihr einfach hier so eine ganz normale Schale aus Metall oder Glas, setzt den oben drauf und lasst die Schokolade schön schmelzen. Und was noch zu erwähnen ist, Schokolade wird ja gedampft und nicht gekocht. Deswegen, wenn du so einen Topf benutzt mit Siedetopf, achte darauf, dass der Topfboden nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt. Fülle nicht zu viel Wasser rein, lieber weniger, etwa 1 cm. Und dann wird das Ganze schön langsam gedampft. Wenn sich hier so Kondensbläschen bilden sollten, wische die sofort weg, weil Wasser würde die Schokolade regelrecht ruinieren. Ja, meine lieben Kochfreunde, nach einer kurzen Abkühlzeit ist die Reisschokolade fertig. Schaut euch das mal an. Die ist wunderbar fluffig und sehr, sehr schokoladig. Aber ich kann viel erzählen. Jetzt wollen wir auch wissen, wie sie schmeckt. Ja, meine lieben Kochfreunde, wie ihr gesehen habt, so ein Schokoriegel selber machen ist wirklich nicht schwer. Und ja, ich mache es wirklich selber. Ganz einfach aus dem Grund, früher habe ich unheimlich gerne Schokoriegel im Laden gekauft, auch sehr gerne gegessen. Nicht so oft, aber hin und wieder. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber leider ist es so, die Verpackungen werden immer größer, es ist immer weniger Inhalt drin, der schrumpft, die teuren Zutaten werden weggelassen und ganz ehrlich, ich finde es schade, die ganzen Schokoriegel schmecken nicht mehr. Ja, und selber machen ist wirklich total einfach und glaubt mir, es lohnt sich. Ansonsten, der Matti freut sich, wenn ihr wieder zuschaltet. Bis zum nächsten Mal.